Die Singapore Airlines Suiten, die exklusiv im Airbus A380 der Fluggesellschaft verfügbar sind, gelten als die beste First Class der Welt. Jeder Passagier genießt den Luxus einer eigenen Suite mit einem geräumigen Bett und einem separaten Ledersessel. Der erstklassige Service, kombiniert mit exquisiten Gourmet-Menüs über den Wolken, verhilft der Airline Jahr für Jahr zu Spitzenplätzen in den internationalen Rankings. Doch sind die Suiten im A380 wirklich so außergewöhnlich und lohnt es sich, mehrere tausend Euro für ein Ticket auszugeben? Genau das finden wir heute heraus. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Leute, aus Kuala Lumpur in Malaysia. Wir haben 5 Uhr, draußen ist es noch stockdunkel. Vielleicht kann man ein bisschen rausgucken. Nee. Moinsen. Ich war die letzten 3 Wochen alleine in 6 Ländern. Wir sind gestartet in Pakistan, dann ging es nach Katar, dann nach Thailand und von Thailand nach Singapur und dann jetzt Malaysia. Ach nee, das waren ja nur 5, oder? Hä? Auf jeden Fall geht eine spannende Zeit zu Ende. Auf der einen Seite freue ich mich wieder auf Deutschland, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schade. Aber das Geile ist, wir testen heute die, glaube ich, beste First Class der Welt, Singapore Airlines Suites. Ob es die beste ist, kann ich, glaube ich, erst sagen, wenn ich die Etihad The Residence getestet habe. Wobei ich eher denke, dass die von Singapur die beste sein wird. Im A380 geht es von Singapur nach Frankfurt. Und erstmal starte ich jetzt aber hier heute Morgen in Kuala Lumpur. Werde von hier um 8:45 nach Singapur fliegen. Wir müssen jetzt zum Flughafen, der ist ziemlich weit außerhalb, also da fahre ich gut über eine Stunde hin. Also auschecken. Leute, ich habe richtig Bock. Ich glaube, es wird unfassbar geil. Also das wird ein krankes Video. Viel Spaß dabei. Let's go. Oh, okay. Thank you. You're welcome. See you. Yes, okay, bye. No, that's fine. Alright, see you. Bye bye. Und da sind wir, Leute, am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur. Insgesamt habe ich jetzt 1 Stunde und 15 Minuten bis hierhin gebraucht. Also der Flughafen ist wirklich ziemlich weit außerhalb. Von hier aus geht es jetzt für mich in ungefähr 1,5 Stunden erst nach Singapur. Dort habe ich dann ein bisschen Aufenthalt, kann hoffentlich in die Lounge gehen. Und dann geht es weiter in der Singapore Suite. Also dem absoluten First-Class-Produkt. Genau auf dem ersten Flug jetzt habe ich keine First-Class, das ist dann quasi ein Business-Class-Flug, aber wird bestimmt trotzdem interessant und ich nehme euch natürlich ab hier schon mit. Was ich bezahlt habe, traue ich mich eigentlich nicht zu sagen, aber wir gehen jetzt erstmal rein und dann sprechen wir darüber. So, erstmal heißt es jetzt hier, Boarding Passes abholen, Business Class. Ja, klingt doch gut. Nichts los. Do you think I have enough time in Singapore for the lounge? I think it's the coolest boarding card I ever seen. So Leute, auf geht's in die erste Lounge. Plaza Premium Lounge, die kennen wir doch schon, ne? Also ich war jetzt noch nie in der, aber die gibt's ja öfter. Und hier werde ich dann abgeholt mit dem Bus. Dann geht's zum Flugzeug. Ja, ey, diese Boarding-Pässe, die sehen so geil aus. Ich zeige euch die gleich mal. Thank you. There? Okay. And there's a bus coming, right? Will they tell me or should I just be here in around half an hour? So for this flight, we do announcement later. Okay, thank you. So. Ja, das sieht doch ganz nett aus hier. So Leute, ich bin angekommen in der Plaza Premium First Class Lounge. Wusste ich auch gar nicht, dass es sowas von Plaza Premium gibt. Aber ist ja auch egal, ist auf jeden Fall sehr nett hier. Selbst in der Business Lounge gibt es hier einen eigenen Abteil für Singapore Airlines. Also ich bin noch nie mit denen geflogen, aber ist, glaube ich, eine sehr gute Airline. Auch die Business Class und Economy ist super. Schaut euch mal diese Boarding Pässe an hier. Also jetzt der Business Class Boarding Pass sieht schon cool aus. Aber dann haben wir auch noch hier den Suites. Alter, ziemlich cool. Und ich habe hier noch so eine persönliche Einladung bekommen für die relativ neue Private Room Lounge im Singapore Changi Airport. Ja, ich hoffe, das werde ich gut schaffen alles. Und jetzt sage ich euch auch direkt mal, was ich bezahlt habe. Von Singapur nach Frankfurt direkt in der Suite, da ist man mindestens 6.800 bis auch gut mal an die 10.000 Euro los. Viel zu viel Kohle. Man muss aktuell auch ziemlich viele Meilen bezahlen und überhaupt erstmal eine Verfügbarkeit für die Suite zu finden, ist auch gar nicht mal so einfach. Deswegen steige ich jetzt hier in Kuala Lumpur zu, zahle dann ein bisschen weniger. Insgesamt sind es jetzt aber trotzdem 4.800 Euro für diesen Suites-Flug und den Zubringerflug. Insgesamt bin ich um die 16 Stunden unterwegs jetzt. Und dann lande ich gegen 19 Uhr in Frankfurt. Er hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich mal so viel Geld für einen Flug ausgebe. Ich wäre hinten rüber gekippt, ohne Witz. Aber um dieses Video zu drehen,
musste ich es halt bezahlen. So, ich hoffe, es wird sich lohnen. Ich bin wirklich super hyped und ich freue mich unfassbar sehr und ich bin sehr, sehr happy, dass ich das ja, mal wieder verfilmen kann und ich werde mir Mühe geben, Leute. Jetzt gibt es erstmal hier einen Cappuccino vom Barman höchstpersönlich und einen vom Automaten und 2, 3 Snacks, weil gleich gibt es eh mehr als genug. Am I late? I'm late because there was no bus at the. I'm sorry. I always ask, where's my bus then? They said no worries. For business class, you can use bus and you get D1. Yeah, I was in the. Yes, I know. No bus? Yeah, there was a bus then, but it was, I think, last minute. Ich habe vom Zubringerflug nicht wirklich viel mitgefilmt, weil es jetzt auch nicht so spannend war. Ich war erstmal ein bisschen verstört, weil ich fast einfach meinen extrem teuren Flug verpasst hätte, weil mir diese Lounge nicht gesagt hat, so wie vereinbart, dass ich jetzt mal ganz dringend zum Boarding muss. Das passiert halt, wenn die Airline und die Lounge zwei komplett verschiedene Anbieter sind. Naja, es ist ja nochmal gut gegangen. So Leute, angekommen in Singapur. Ey, das war irgendwie alles so stressig. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt auch nur noch 10 Minuten, dann startet schon das Boarding für meinen nächsten Flug. Wir haben auch echt lange gebraucht für die kurze Strecke. Also die Lounge kann ich mir, glaube ich, sparen. Das werde ich nicht schaffen. Leider habe ich es ja nicht mehr in die Lounge geschafft. The Private Room nennt sie sich. Ist wirklich toll. Ich habe mir mal ein paar Videos und Fotos angeschaut. Ich hoffe, in Zukunft werde ich da irgendwann nochmal vorbeischneiden können. Es gibt natürlich leckeres à la carte Essen, als auch eigene Zimmer, Badezimmer und so weiter. Also geht in Richtung Lufthansa First Class Terminal in Frankfurt. Vielleicht sogar besser, aber kein Plan. Next Skytrain in 4 Minuten. Bei meinem Flug nach Frankfurt ist schon Boarding. Wir müssen jetzt noch das Terminal wechseln. Naja, wird schon alles klappen. Vielleicht warten die ja sonst auf mich. Junge, das ist heute, das kannst du keinem erzählen, ne? Schon wieder Last Call hier, letzter wahrscheinlich. Ey, naja, ich hab's geschafft. So Leute, da ist er. Mein Airbus A380. Absolutes Lieblingsflugzeug von mir. Zweite Mal, dass ich ihn fliegen darf. Und ich denke, das wird die geilste Erfahrung. Also Leute, dann gehen wir mal rein, ne? Ich bin gespannt. Es ist wirklich super schade, dass ich mir die Lounge nicht angucken konnte. Aber was willst du machen? Also organisatorisch war das heute wirklich komisch. Ich hätte ja fast den ersten Flug verpasst. Aber gut, ist jetzt so. Hauptsache, ich komme nach Hause. Here we have suites. Also die Suites und Business Class sind oben. Hello, I'm good and you? Very good, thank you, Mr. Yes. Thank you. 3A. Thank you. Stay, please. Suite 3A is right here. Thank you so I'll much. leave you to settle in while my colleagues come and check on you. All right. All right. Wow. Digga, what the... Unfassbar. Here's your sparkling water. There you go. Thank you. Pleasure. My name is Paul. I'll be the chief steward that will be serving you today together with my team. We'll make sure that you have a safe and pleasant flight on the way to Frankfurt. Thank you. Time is about 12 hours and 25 minutes today. Okay. Yes. You can just put it up. Okay? I will explore. Thank you so Alright, much. sure. Not at all. Enjoy the flight. Yeah, if you have any questions, do not hesitate to let us know. Okay. Thank you. Thank you. Junge, ich komme nicht klar, Alter. Wo bin ich denn hier gelandet, Mann? Ist das verrückt? So Leute, wir sind mittlerweile gestartet. Ich habe jetzt hier auch komplette Privatsphäre. Also es ist quasi alles zu, bis auf oben. Man hat so viel Platz, ne? Es ist unfassbar. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ohne coole Sponsoren wären so Projekte für mich auch echt einfach nicht machbar. Da hätte ich schon eher anfangen müssen, gut zu investieren. Aber das geht auch mit Timeless, dem Sponsor des heutigen Videos. Wenn du nämlich sagst, du hast jeden Monat ein bisschen Geld zur Verfügung, Investments in Aktien und ETFs machst du vielleicht schon, bist aber auch bereit, dir eventuell mal andere Sachen anzuschauen, da ist Timeless vielleicht wirklich eine gute Alternative. Timeless ist nämlich die
die digitale Plattform für den Kauf, Verkauf und Handel von sogenannten Collectibles. Timeless bietet super viele verschiedene Kategorien wie Kunst, Automobile, Sneaker, teure Weine und Spirituosen, Uhren natürlich nicht zu vergessen, Sammelkarten und so weiter. Wenn du also über 18 bist und sagst, ja, Uhren interessieren mich, teure Autos interessieren mich interessieren zum Beispiel Sammelkarten noch ein bisschen und sagst, hey, zum Beispiel in dieser Audemars Piguet sehe ich jetzt total Potenzial, die 40.000 € habe ich aber nun mal nicht übrig, um mir das Ding selber zu kaufen, dann kannst du über die Timeless App Anteile an dieser Uhr erwerben und natürlich bei Wertsteigerung davon profitieren. Und hinter der App stecken natürlich einige Experten, die den Markt Tag für Tag analysieren. Somit werden dann auch immer die passenden sogenannten Exit-Zeitpunkte bestimmt, um ein Produkt zu verkaufen und den Timeless-Nutzern die bestmögliche Rendite zu ermöglichen. Wenn du noch nicht ganz überzeugt bist, dann registriere dich doch gerne einfach mal über meinen Link. Da gibt es nämlich 10 € Startguthaben und damit kann man dann ja mal anfangen und schauen, ob das Ganze was für einen ist. So, ab zurück ins Flugzeug. So Leute, wir schauen uns auf jeden Fall gleich noch die Kabine hier in Ruhe an. Ich wurde jetzt erstmal komplett umpositioniert, weil das Essen schon losgeht. Also den Stuhl kann man einmal hier rumfahren. Das da ist übrigens ein Bett, das werden wir uns später auch noch angucken. Hier haben wir jetzt erstmal als Appetizer so ein bisschen Chicken mit so einem Dip und ich schaue jetzt hier einen Film, kann ich alles steuern über dieses wunderbare Tablet hier. Also ich bin wirklich hin und weg, das ist absolute Endstufe. Bevor das Essen startet, noch ein kurzer Toilettencheck. Wie verdammt groß ist das bitte? Ähnlich wie im Emirates A380. Hier natürlich für die Damen einen Schminkspiegel, den werde ich jetzt nicht benutzen. Hier hinten haben wir dann die Toilette. Und hier hinter ist wahrscheinlich noch so ein Stauraum. Die Pflanze darf natürlich auch nicht fehlen. Ich war mir unsicher, ob es hier an Bord vielleicht sogar auch eine Dusche gibt, aber ich glaube nicht. Es gibt noch eine andere Toilette hier hinter, aber ich denke, die sieht genauso aus. Also das ist wirklich auch Luxus pur im Flugzeug, ein paar Amenities. Und hier schaut euch mal den Wasserhahn an. Ja, das habe ich so auch noch nicht gesehen, glaube ich. Dann kommen hier richtige Handtücher raus. Die Toilette ist gut. So sieht es dann vor den Badezimmern aus. Hier haben wir noch das andere. Ah, das ist ein bisschen kleiner sogar. Immer aufgefallen. So. So Leute, wir starten rein ins absolute Luxusessen über den Wolken. Also ich kriege das jetzt glaube ich zum 5. Mal so ähnlich und es ist jedes Mal wieder einfach, du denkst dir, verrückt. Hier haben wir jetzt auch noch wirklich, glaube ich, sehr, sehr guten Champagner dazu. Mag ich ja eigentlich nicht so, aber werde ich hier jetzt auf jeden Fall mal trinken. Cheers. Oh ja, der ist sehr fruchtig, das gefällt mir gut. Ich fühle mich hier ein bisschen wie im Zoo, weil da oben sind so Schlitze drin und die ganzen Stewardessen, die gucken da immer so durch mit ihren Augen, ob ich irgendwas brauche. Also die wollen natürlich nur einen tollen Service machen, keine Frage. Nur wenn da alle 5 Sekunden so ein Auge auf mich starrt, ist das schon ein bisschen witzig. Kaviar Osetra. So langsam gewöhne ich mich dran. Am Anfang war Kaviar ja gar nichts für mich. Je öfter man es isst, desto besser wird's. So, die eine Stewardess, die übrigens richtig cool ist, also mega nett. Ich will die aber nicht filmen, das ist immer so ein bisschen unangenehm. Die hat mich aber überredet, dass ich unbedingt den Wodka probieren muss zum Kaviar. Deswegen mache ich das jetzt. Also Kaviar ist hinter mir. Ja, komm, Augen zu und durch. Also geil ist das nicht. So, weiter geht's mit einer leckeren Tomatensuppe und dazu so ein paar Shrimps. Das riecht schon mal hervorragend. Also ich bin wirklich, das ist hier nochmal, muss man ganz einfach sagen, Endstufe. Also nochmal ein Level über allem, was ich bis jetzt erlebt habe. Ich fühle mich hier 10 von 10 wohl. Die sind alle so nett, authentisch vor allem. Das ist immer das Wichtigste. Und das Beste ist eigentlich, ich habe noch über 10 Stunden vor mir. Also diese First-Class-Flüge sind immer so Flüge, da ist es richtig schade, wenn es vorbei ist eigentlich. Und nicht so, oh scheiße, ich muss morgen 10 Stunden irgendwo hinfliegen. Das ist schon geil. Probieren wir mal das Süppchen. Das schmeckt irgendwie nach Apfel. Das ist ja interessant. Eine Tomatensuppe habe ich so noch nie geschmeckt. Aber kann man wohl löffeln. Mit bisschen Shrimp noch dazu. Ja, das ist eine gute Suppe. So, jetzt ist erstmal Pause hier mit Service, weil wir sind in Turbulenzen, wie man sehen kann. Das ist hier gerade, das ist fast umgefallen alles. Ich weiß gar nicht, was hier los ist aktuell. Also auf dem Hinflug war das auch schon so turbulent. So Leute, let's get ready for Hauptgang. Ich habe mich jetzt hier mal für die Empfehlung von 3 Michelin-Star-Chefkoch Georges Blanc entschieden. Und zwar hat er empfohlen, man solle doch das Beef and Chicken Pot au Feu in Beef Consommé nehmen. Baby Vegetables, Potatoes and Truffle Oil. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich smart, weil ich habe, glaube ich, schon oft so Steaks im Flugzeug kritisiert. Klar, die sind geschmacklich in Ordnung und ein Steak im Flieger ist absolut crazy. Aber man kann halt so Steaks einfach nicht
richtig lecker machen in einem Flugzeug, weil sie eben nicht frisch sind. Und ich glaube jetzt hier mit dem Beef Pot au Feu ist das was anderes, weil das quasi so ein bisschen gekocht ist. Aber Chefkoch Alex kann euch sofort mehr sagen. Genau, das ist ja quasi so Pulled Beef jetzt, ne? Möhre noch dazu. Muss ich auch sagen, es ist lecker, keine Frage. Für im Flugzeug absolut crazy. Aber es haut mich jetzt auch nicht so von Socken, wie gedacht, muss ich sagen. Also, da fehlt ein bisschen was an Geschmack. Abgehoben. Aber wobei, das ist lecker. 6,5 von 10. So, wir sind mittlerweile beim Nachtisch und zwar habe ich mich hier entschieden. Es gibt ganz viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten, werde ich euch vielleicht später noch vorstellen oder ihr habt es schon gesehen. Das hier nennt sich Rumbaba mit Vanillehonig und Erdbeeren und Beeren. Meine liebe Stewardess meinte, das wäre das Beste. Also habe ich das jetzt einfach mal genommen. Guten Appetit, sieht ganz gut aus. Interessant. Das ist irgendwie super wässrig. Schwierig zu beschreiben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich glaube, ich hätte mich besser für was anderes entscheiden sollen. Moment. Schmeckt irgendwie ein bisschen nach Hustensaft. Aber hier der Pudding, der ist super. So, kurz auf dem Badezimmer gewesen. Schaut euch das an. Mein Bett ist fertig. Sorry, dass das hier gerade so flackert. Alter, es sieht halt wirklich einfach aus wie ein Bett, ne? Hier kannst du dich sogar anschnallen. Ich glaube, ich habe jetzt so um die 3,5 Stunden gepennt. Wir sind in 5,5 Stunden in Frankfurt. Jetzt heißt es aufstehen, Kaffee und Kuchen trinken und ich erkläre euch mal die Kabine. Das Bett war übrigens echt bequem, also auf jeden Fall das beste Flugzeugbett, was ich je hatte. Okay Leute, bleiben wir noch mal kurz beim Bett. Wir haben ja sowieso schon so eine Matratze, dann kommt hier noch so ein Topper drüber, dann darauf noch so ein Überzieher und das ist wirklich eine richtig stabile Bettdecke. Auch sehr, sehr bequeme Kissen, tolles Bett. Das mit dem Stuhl hier ist super smart gemacht und zwar kann man den einfach quasi so drehen. Das heißt, man kann einmal hier essen, habt ihr ja gerade schon gesehen, und dabei dann auch Fernsehen gucken. Man kann den aber auch zum Fenster zurückdrehen. Das mache ich jetzt, indem ich hier drauf drücke. Wenn man dann halt rausgucken will, was ich jetzt ja schon länger nicht mehr gemacht habe, die Fenster sind halt auch ziemlich kaputt, beschädigt. Man sieht halt nicht so wirklich gut. Zu den Noise-Canceling-Kopfhörern muss ich sagen, dass das wirklich richtig geile Dinger sind. Also der Sound ist bombastisch und man hört keine Fluggeräusche. Mit die besten, die ich bis jetzt hatte. Und hier über das Tablet, das irgendwie seit geraumer Zeit nicht mehr angeht. Kann man eigentlich alles steuern? Hat der Touch? Ah ja, okay. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr großer Fernseher, ne? Fahren wir mal wieder zurück. Und den Fernseher kann ich hier auch rausfahren. Da könnt ihr es sehen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gut ausgetüftelte Kabine. Eigentlich muss man sagen, das ist wie ein kleines Hotelzimmer. Was haben wir hier? 6 Quadratmeter oder so. Vielleicht, ja. Also absolut geisteskrank. Ich habe mir jetzt erstmal einen Cappuccino bestellt, dazu ein paar Kekse. Dass ich mal in so einem Ding sitze hier, das hätte ich mir echt nicht erträumen können. Aber um es vorwegzunehmen, lohnt sich das für 4.800 € definitiv nicht. Viel zu viel Geld. Also es ist wirklich eigentlich völliger Quatsch. Da könnte ich 5 Wochen Urlaub machen. Ins Amenity Kit habe ich schon reingeschaut. Das ist jetzt ganz nett, aber ist nicht viel drin. Hier das übliche so Bodylotion, Handlotion und hier haben wir ein Parfüm von Lalique. Das sieht ganz nett aus. Ich werde es euch hier mal einblenden, was das kostet. Ach so, und hier hat jeder Gast, ich sag mal, seinen eigenen Kleiderschrank. Da unten steht mein Rucksack. Wir haben auch noch Pantoffeln, Socken und eine Decke. Ungefähr 2 Stunden vor Landung ging es dann noch weiter mit dem Light Dinner. Ich nenne es mal die abgespeckte Version vom normalen Dinner. Hat mir aber nochmal deutlich besser gefallen als das Mittagessen. Los ging es mit so ein bisschen Schinken, Burrata, Pesto und Salat. Das war wirklich unfassbar lecker und auch die Brote, die mir da serviert haben, so richtig schön weich und lauwarm. Und hier seht ihr auch schon den Hauptgang. Das waren Garnelen, so ein bisschen Chicken. Und eigentlich war da Reis dabei, aber die haben mir süß Kartoffelpüree gegeben, weil ich das irgendwie lieber mochte. Gibt sogar noch extra Wünsche hier. Wobei bei dem Preis kann man das auch mal machen, finde ich. Und da war da noch so ein flaches Brot bei, das war auch ganz interessant. Hat mir auf jeden Fall hervorragend geschmeckt, wirklich richtig, richtig lecker. Und jetzt schaut mal, so sah der Nachtisch aus. Ein Schokokuchen mit allem drum und dran, 2000 Kalorien wahrscheinlich, aber wirklich
sehr, sehr lecker. Das war quasi der Abschluss in der Singapore Airlines Suite und dann hieß es Landeanflug auf Frankfurt. Und zack, bin ich auch schon wieder zu Hause. Meistens ist es ja so, dass wenn man auf einen anderen Kontinent fliegt, man entweder Jetlag hat, wenn man da ist oder wenn man zurückkommt. Eigentlich bin ich immer gut verschont davon geblieben, aber dieses Mal jetzt, als ich wieder hier war, ich war so völlig neben mir für 3 Tage. Jetzt bin ich aber wieder fit und Leute, was soll ich sagen, was war das für ein kranker Flug, oder? Definitiv die krasseste First-Class-Erfahrung bis jetzt in meinem Leben und ich habe mich auch so gefragt, was wäre gewesen, hätte ich diesen Flug mit meinem ersten First-Class-Flug, den ich ja damals mit Emirates gemacht habe, getauscht hätte und direkt damit reingestartet wäre. Alter ey, ich glaube, da wäre ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Man muss natürlich sagen, auch jetzt bin ich noch der Meinung, viel zu viel Kohle, völlig unnötig und mit so viel Geld kann man natürlich viel bessere Sachen anstellen. Aber gut, so ist das. Nichtsdestotrotz, es war einfach ein tolles Erlebnis, eine super Crew, alle so nett und ja, es hat einfach alles gestimmt, muss man ganz klar sagen. Das Essen war auch super. Das ein oder andere Gericht war jetzt mit meinen Geschmacksknospen nicht immer ganz konform, aber trotzdem super Qualität. Und eine Sache, die ich auch noch nicht erzählt habe, mein Tablet war ja kaputt. Ich habe das dann gemeldet, weil es ja auch für die gut zu wissen, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Und dann haben die mir jetzt einfach einen 300 Singapur-Dollar-Gutschein gegeben für den nächsten Flug. Mit dem kann ich dann shoppen und so. Also das fand ich sehr aufmerksam, auch wenn das natürlich, ja, am Ende trotzdem alles viel zu teuer gewesen ist, aber haben oder nicht haben, ne? Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, ob wir das in Zukunft noch toppen können. Es wird natürlich immer schwerer, ich weiß. Wichtig ist, dass ich die Wertschätzung an solchen Dingen nicht verliere, aber das wird schon nicht passieren. Man darf es nur auch nicht übertreiben. Vielen Dank auch nochmal an Timeless für Sponsoren des Videos und wir sehen uns in ganz wenigen Tagen schon wieder. Da geht's weiter. Es kommt noch einiges, was wirklich sehr interessant wird. Leute, haut rein. Ciao.